Wunderbar, vielen Dank für das Interview. Und jetzt kommen wir zu unserem absoluten Highlight, worauf ich mich auch schon wieder den ganzen Tag freue, zu unserem Bier-Unboxing. Ja, heute haben wir das Auf jeden Fall hat es recht erfolgreich gemacht. Bereit? Bereit. Gegen 6 sind wir dann von Uli aufgebrochen, sind dann Richtung Windhoek gefahren, das sind so ungefähr 80 Kilometer entfernt, sind in der AZ-Boutique untergekommen, wo wir uns auch gerade befinden, eine nette Unterkunft, auch vom Preis her. Bier-Unboxing muss ich an den Abend leider weglassen, ich war einfach so fertig gewesen, auch durch die ganzen Fahrten und so. Machen wir alles später, das holen wir auf jeden Fall nach, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, aber wenn die Stimmung nicht passt, zum Bier zu trinken und ich trinke nur Bier, wenn ich gute Stimmung habe, dann mache ich es nicht. Aber wenn es dann wieder passt, dann mache ich für euch das nächste Bier auf. Hello. Yes, how are you? Oh, fine. How are you? Good, good. Your license, please. Thank you, Ray. Okay, thank you. Dreams I'm dying all the time. Then I wake, it's kaleidoscopic mind. I never meant to hurt you. I never meant to lie. So this is goodbye. This is goodbye. Wir sind jetzt gerade im Wilhelmstal und das wurde uns hier empfohlen, dass wir unbedingt hier vorbeifahren müssen. Und ich weiß, warum wir unbedingt hier vorbeifahren müssen. Also ich habe gerade das Trockenfleisch hier probiert. So lecker, gerade reingetistet. Und da habe ich extra nachgefragt, weil das Trockenfleisch so lecker ist. Weil wir mal so ein Stück Wurst probiert. Auch absolut lecker. Und jetzt haben wir noch ein Stück Kuchen bestellt. Und das sieht natürlich auch popmäßig aus. Ich probiere den jetzt mal. Da habe ich jetzt noch nicht probiert. Was ist das für ein Kuchen? Apfelstrudel ist das. Apfelstrudel. Also namibischer Apfelstrudel. Apfelstreusel. Ach, verdammt, Apfelstreusel. Der Kameramann hat natürlich wieder mal recht, ja. Ich kann wieder nicht lesen. Sau lecker. Also wenn ihr mal nach Namibia kommen solltet, fahrt auf jeden Fall mal hier vorbei. Dreams I'm jealous all the time. Wir sind jetzt in der Karibik. Nein, Karibib. Wir sind jetzt genau im Klippenberg, also Country Club nennt sich das, um genau zu sein. Wir kommen hier unter. Das ist normalerweise für Besucher der Goldmine und Lithiummine gedacht. Das ist ja mehr Regionaltourismus, gar nicht für den internationalen Tourismus ausgelegt. Und ja, wir werden verschiedene Veranstaltungen gemacht, alles was so um dieses Thema geht. Wir haben heute eine auch sehr interessante Unterkunft. Ein guter alter Container. Kennt ihr vielleicht aus Big Brother. Guckt, komm mal mit rein. So sieht das Ganze aus. Also, ihr schwingt alles mit, sobald man sich bewegt. Und out. Guckt euch die Bettwäsche an. Es ist sowas von süß, ja. Ein kleiner, ach, wie hieß dieses Vieh nochmal? Oryx Antilope. Oryx Antilope. Dankeschön, der Kameramann ist immer der Beste. Und hier können wir auch noch mal reingucken. Ja, so sieht das Bad aus. Oh, das echte Talent, jedes Mal den richtigen Moment abzupassen. Wir werden uns gleich oben mit Leonard treffen, oben in der Bar. Wir werden noch ein bisschen was essen, ein bisschen Bier trinken. Da werden wir vielleicht auch unser Bier-Unboxing machen da oben. Und ja, Leonard wird jetzt kommen. Ja. Ja, aber die deutschen Fördergelder haben was gebracht, weil
Verzeihung. Uppala, das ist wahrscheinlich meine Familie. Verzeihung, das tut mir leid. So schön ist Karibib. Wir haben jetzt Leonhard hier, der hat sich extra für uns Zeit genommen. Eigentlich wollte er gar nicht da sein, er wollte bei seiner Familie sein. Aber er hat gesagt, für sich, er bläst das ab und spricht lieber mit uns. Und hier haben wir ihn. Oh ja, stell dich mal kurz vor, was machst du hier im Karibib? Und ja. Ja, also hallo Sven und Daniel, ich bin Leonhard Kurz aus Kalkfeld, hier aus Namibia. Es ist ein Ort ungefähr 130 Kilometer weit weg, von wo wir jetzt gerade sind. Hier in Karibib bin ich als 6-jähriges Kind eingeschult worden in einem Internat. Eine Schule, die vom deutschen Kultusministerium aus subventioniert und gefördert wurde, auch unterstützt mit deutschen Lehrkräften, mit deutschen Beamten. Also wir haben einen Vorteil gehabt anderen gegenüber, weil wir mit anderen Lehrern quasi groß geworden sind in unserer Schullaufbahn. Dann war ich lange weg von Karibib, zwischen 1978 und 1986, und ich bin wieder hier in Karibib gelandet als Unternehmensberater in der Gastronomie und in dem Tourismusgewerbe, wo ich Mitarbeiterschule in diesem Gewerbe, Konzipierung für Betriebe mache, so Umdreh, auf Englisch sagen wir dazu Turnaround Strategies. Ne? Also wenn einer in seinem Geschäft kein Geld mehr macht, dann klopft er bei mir an, ich schaue mir das an und dann gucken wir, was für Systeme, Prozesse wir einführen können, welche bestehen, die wir optimieren können und auch wie wir Mitarbeiter vorwärts bringen, um den Ablauf einfach zu verbessern. Wie würdest du die derzeitige Situation Namibias einschätzen? Also wir stehen mit dem Rücken an der Wand im Moment, wirtschaftlich, weil wir
so ein bisschen Einbußen hatten, wo unsere Regierung auch nicht so richtig danach geschaut hat, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung stellen für Entwicklungszwecke, dass die auch entsprechend oder richtig angewendet wurden. Und dazu kommt, muss ich sagen, wir haben noch nie so einen niedrigen Niederschlag erlebt, Regen quasi, wie in dieser letzten Saison. Ne? Aber was ich auch als Motivationsrichtlinie immer anwende, ist, unsere Vorfahren haben mit weniger technologischen Hilfsmitteln den Aufbau gefördert oder erschaffen oder auch dazu beigetragen in diesem Land. Wer sind wir, darüber zu klagen? Also ich bin optimistisch, das bin ich von Natur aus und ich sehe auf jeden Fall also eine gute Zukunft für Namibia. Seit 29 Jahren haben wir politische Stabilität und das trägt auch dazu bei, dass wir wirtschaftliche Stabilität vorweisen können. Diese Elemente, die von außen uns jetzt ein bisschen drücken, da müssen wir alle jetzt ein bisschen den Gürtel enger schnallen und ich bin mir sicher, in den nächsten 5 Jahren wird alles wieder gut aussehen. Wie würdest du die deutsche Entwicklungshilfe für Namibia einschätzen? Es ist ja doch relativ viel, was von Deutschland kommt. Bringt das was oder ist es rausgeschmissenes Geld? Rausgeschmissenes Geld glaube ich nicht. Das würde ich unter keinen Umständen sagen. Also wir haben verschiedene Beispiele, Universitätsgebäuden, die von deutschen Fördermitteln errichtet wurden, Straßenbau, wo von deutschen Fördermitteln gebaut wurden. Also wir haben sehr, sehr viele Vorbilder, wo wir zeigen können, das ist mit deutschen Fördermitteln oder Entwicklungsgeldern erschaffen worden. Und das Gute ist, meiner Meinung nach, diese Mittel werden nicht nur einfach der Regierung zur Verfügung gestellt, sondern es wird ein Plan von den deutschen Behörden oder von diesen deutschen Gönnern zusammen erstellt mit unseren Einheimischen oder unseren Behörden auch in Namibia. Und das muss dann alles laut diesem Plan vonstatten gehen. Also, dass hier Entwicklungsgelder einfach nur hergegeben werden und dann kann jeder damit machen, was er will, das gibt es aus Deutschland nicht. In erster Linie muss man sich als namibischer Bürger und Namibier muss man dem Deutschen oder den Deutschen Danke sagen, dass die uns diese Mittel zur Verfügung stellen, dass die da bereit sind, uns zu helfen zum Aufbau und zum schlussendlichen Gute von uns allen. Also das ist nicht, dass das nur in die Taschen von den Politikern fließt, sondern das kommt dem Bürger von Namibia zugute. Ne? Du hattest in der vorigen Antwort gesagt, dass Namibia mit dem Rücken an der Wand steht. Sind da wirklich die Entwicklungsgelder wirklich effizient dann eingesetzt? Ganz bestimmt. Ne? Ich meine, das sind Umstände und Elemente, die außerhalb unserer Kontrolle sind. Ne? Also das sind mit Wetterbedingungen und mit Dürre und also mit Niederschlag, wo wir also nicht direkten Einfluss haben. Aber diese Gelder, meiner Meinung nach, sind nicht vergeudet oder man kann unter keinem Umstand sagen, dass die nichts gebracht haben, weil diese Investitionen waren langfristig. Weißt du, das sind langfristig so die Resultate von diesen Mitteln oder zur Verfügung gestellten Mitteln, die werden wir nicht in 2 oder 3 Jahren erleben. Die Straßen, die gebaut wurden, die müssen jetzt erstmal den Handel ermöglichen. Beiträge, die zur Entwicklung einfach führen. Mit den Universitätsgebäuden, die sie errichtet haben. Die Schüler oder die Studenten, die jetzt studieren, die müssen jetzt erstmal ihren Abschluss erzielen und dann durch diese intellektuelle Kapazität, die dann gebildet wurde, diese Kapazität wird auch irgendwann ihre Früchte abwerfen. So, das war definitiv nicht verschwendetes Geld, Sven. Was wäre nötig? Also was braucht Namibia, damit es jetzt wirklich vorangeht, um auch die Armut zu bekämpfen? Also wir müssen ganz bestimmt für mich an unserem Bildungssystem müssen wir arbeiten. Nicht alle sind Akademiker. Menschen können mit 16 Jahren schon sagen, Schule, akademische Richtung liegt mir oder das liegt mir nicht. In Namibia haben wir nur eine Wahl und das ist Kondition für
akademischen Schulabschluss. Oder die Jugendlichen, die praktisch veranlagt sind oder eine praktische Veranlagung haben, die fallen aus dem Bus heraus, und sind teilweise hoffnungslos, weil wir nicht ausreichend Institutionen und Kapazität haben, um diese Leute zu fördern. Also das duale System, wie ihr das in Deutschland habt, was ich auch erlebt habe oder erfahren durfte, im dualen System mich ausbilden zu lassen, wo ich einen Gesellenbrief erlangt habe in verschiedenen Berufen, vor einer Industrie- und Handelskammer auch geprüft wurde in meiner Kompetenz und dann eine theoretische Prüfung. Das ist für mich absolut die Alternative, wo man auch gesellschaftlich einen Mittelstand erschaffen kann. Also, und der Mittelstand hat sich ja in Deutschland bewiesen, das war genau die Einkommensgruppe eigentlich, die wirtschaftliche Stabilität verursacht hat. Wir müssen einen Mittelstand schaffen und fördern in der Gesellschaft und dann werden wir wirtschaftliche Stabilität erzielen und dann wird es uns allen besser gehen. Was gefällt dir in Namibia besonders? Was toll ist in Namibia ist, weil wir so eine kleine und geringe Einwohnerzahl haben, 2,5 Millionen, also wir haben unheimlich viel Platz. Das bringt aber auch mit, dass man, wenn man unterwegs ist, dass man jemanden kennen muss. Ja, und weil wir so wenige sind, kennt man sich. Das war auch ein Beweggrund damals für mich, nach Namibia zurückzukommen. Nach 10 Jahren Aufenthalt Bundesrepublik Deutschland bin ich zurückgekommen nach Namibia, weil ich bin keine Nummer. Ich bin der Bruder von dem und den oder ich bin der Leonard oder ich bin der Freund von dem und den. Wir in Namibia, wir helfen gerne. Ne? Nur wir müssen das auch über unsere kulturellen Differenzen hinaus, diese Hilfsbereitschaft ausbreiten. Und dann wird es uns allen besser gehen. Wenn wir alle verstehen, wir sind in Namibia, der eine ist ein deutschsprachiger Namibier, der andere ist ein Orchiwambo sprechender Namibier, der andere ist ein anderssprachiger Namibier. Wenn wir aber verstanden haben, mit unseren Unterschieden, dass wir Namibier sind, dann werden wir gemeinsam einen großen Schritt vorwärts machen können. Und was ist, dir das nicht so gefällt in Namibia? Ui, Sven, das ist eine Das ist eine harte Frage, ja. Also, im Moment ist vielleicht das Einzige, was ich sagen kann, die Schere zwischen Reich und Arm, die ist zu weit. Also, es gibt nicht diesen Mittelstand. Und wenn es den Mittelstand gäbe, dann wäre die Schere auch nicht so groß zwischen Reich und Arm. Und das ist vielleicht etwas, wo wir uns ernsthaft Gedanken drüber machen sollten und auch vor allem, wie wir das gemeinsam verändern. Ja, nicht nur einer mit dem Vorschlag, sondern man muss da mit den Köpfen zusammensitzen und dann das ausklüngeln, richtig ausklabüsern, dass man sagt, weißt du musst jetzt so machen, ich mache jetzt so, damit wir das Ziel erreichen können. Ja, und nicht nur jeder sein eigenes Feuerchen kochen. Da wir ja ein Auswanderungskanal sind, ist auch die letzte Frage, was sollte ein Auswanderer mitbringen, wer nach Namibia kommen möchte? Durchhaltevermögen. Wenn es kein Wasser gibt, dann soll man nicht einfach die Zelte abbrechen und sagen, nee, hier gibt es ja kein Wasser, sondern man muss die Zelte stehen lassen und nach dem Wasser suchen. Also Durchhaltevermögen, das ist, was man in Namibia braucht und dann wird es einem richtig Spaß machen, in Namibia zu leben. Wunderbar, vielen Dank für das Interview und jetzt kommen wir zu unserem absoluten Highlight, worauf ich mich auch schon wieder ganz Tag freue, zu unserem Bier-Unboxing. Ja, heute haben wir das wunderschöne Igel-Lager, ja, das hat 4%, Lager haben nämlich immer hier 4%. Okay, ja. Genau, und ist gebraut in Namibia natürlich. Feuerzeug hat man bis jetzt noch nicht gehabt. Ich freue mich, dass ich das heute mal mit Leonard machen darf, sonst hatte ich es immer alleine gemacht. Freut mich auf jeden Fall, dass ich einen Gast habe, weil alleine trinken, wisst ihr ja, ist nicht so gut.
Also lieber ein Bier teilen, das ist immer viel schöner. So, Schöne Farbe. ja, es So, riecht ne? wie Bier. Doch, ne? Also Und grundsätzlich. schmeckt es auch wie Bier? Ja, guck, unsere Biere werden in Namibia nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Zum Wohl, Sven. Zum Wohl. Und So, ne? ja, auch wenn ihr auch gerade euer Bier habt, zum Wohl. Doch, ne? Schmeckt gut. Also mir schmeckt's gut. Was würdest du sagen von 1 bis 10? Also 0 wäre tödlich. Also 7 auf jeden Fall. Das also kann ich ruhigen Gewissens. Ich wäre auch für eine 7. Also das kann man auf jeden Fall mit einer 7 gelten lassen. Das gute Igellager. Wenn ihr in Namibia seid, kann ich auf jeden Fall das euch empfehlen. Da macht man auf jeden Fall nicht viel verkehrt. Also mit dem Bier, was du uns hier mitgebracht hast, haben wir vergessen, das zu erwähnen. Die namibische Brauerei hat einen Versuch gestartet, die Zutaten zu ersetzen mit einheimischen Produkten. Ne? Also bisher haben die alle Hopfen, die zum Bierbrauen benutzt werden, aus Deutschland importiert. Und in dem Falle haben die das mit einem Mahangu, also das ist ein Gewächs, was die Oshiwambo-Leute, die im Norden wohnen, das ist ein Grundnahrungsmittel für die, ein einheimischer Ersatz zu deutschen Hopfen. Deswegen ist es auch nicht so bitter, ne, oder so herb. Und das war das Resultat. Und wenn euch das gefallen, das Video und das Interview, ja, gebt uns auf jeden Fall ein Like. Und wenn ihr noch mehr sehen möchtet, noch mehr von Namibia, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss.